Hallo liebe Monis und willkommen zu diesem Video. Heute gibt's den 4. Teil meiner Sailor Moon Astrologie, Astronomie und Mythologie Reihe. Heute schauen wir uns Sailor Jupiter oder auch Makoto Kino genauer an. Viel Spaß! Wir fangen mal wieder mit dem Namen an. Makoto Kino bedeutet Aufrichtigkeit des Holzes. Und jetzt fragt ihr euch, was hat Jupiter mit Holz zu tun? In Asien wird mit dem Planeten Jupiter das Element Holz assoziiert. Und Jupiter heißt auf Japanisch auch Mokusei, also Holzstern. Außerdem kann man das Schriftzeichen Ki von Kino auch Moku aussprechen. Und so wenig mit Makoto hat es gar nichts zu tun. Sie sagt nämlich auch in manchen Versionen, wenn ich mich nicht irre, dass sie die Kriegerin des Holzes sei. Und sie hat ja auch auf Pflanzen basierende Attacken, zum Beispiel Jupiter Oak Evolution, Flower Hurricane oder auch Jupiter Coconut Cyclone. Und daher kommt übrigens auch ihre grüne Outfitfarbe. Aber woher kommt dann dieser Donnerkram? Dazu müssen wir uns ihren zugehörigen Gott näher anschauen, Jupiter oder im Griechischen Zeus. Er ist der oberste Gott und der Göttervater, also quasi der Chef von allen. Er ist übrigens auch der Himmel- und Wettergott, womit wir schon die ersten Anzeichen von Donner und Co. haben. Jupiter wird auch meistens mit einem Bündel Blitzen in der Hand dargestellt. Und in sämtlichen Verfilmungen ist Zeus auch irgendwie immer der Typ, der mit Blitzen schmeißt. Also jetzt wissen wir, woher Sailor Jupiters Donnerkräfte kommen. Jupiters Vater ist übrigens Saturnus und seine Brüder sind unter anderem Pluto und Neptun. Es wird gesagt, dass er zahlreiche Liebschaften hatte, für die er oft andere Gestalten annahm. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum Makoto sich so schnell verliebt und gefühlt jedem Jungen nachläuft? Außerdem ist der heilige Baum von Zeus die Eiche und er trägt manchmal auch einen Eichenkranz. Makoto hat doch ihre Attacke Oak Evolution, also Eichenevolution. Zufall? Ich denke nicht. Ein kleiner Funfact, nach Jupiter ist auch der Donnerstag benannt. Donner? Auch das natürlich kein Zufall. Es sind übrigens alle Wochentage nach Himmelskörpern benannt, aber in der deutschen Sprache merkt man das fast nicht. In Französisch oder Latein sieht man das dann besser. Aber ich kann es ja trotzdem mal aufzählen. Der Montag ist natürlich nach dem Mond benannt. Dienstag nach Mars. Mittwoch steht für Merkur. Wie schon gesagt ist Donnerstag Jupiter. Freitag ist dann nach der Venus benannt. Der Samstag nach Saturn und Sonntag, wer hätte es gedacht, nach der Sonne. Machen wir mal weiter mit Astronomie. Der Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Daher könnte vielleicht auch die Tatsache kommen, dass Makoto, zumindest von den Inner Senshi, die größte ist. Außerdem gibt es auf dem Jupiter viele Wirbelstürme, die auch Gewitter beinhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das passt natürlich auch wieder zu Makoto. Und Wirbelstürme nennt man übrigens auch Zyklone und daher könnte auch dieses Cyclone in ihrer Attacke Jupiter Coconut Cyclone kommen. Yay! Wissen wir das auch. Übrigens zählt Jupiter eigentlich zu den äußeren Planeten, also müsste Sailor Jupiter eigentlich eine Outer Senshi sein. Der Rest stimmt aber, Merkur, Erde, Venus und Mars sind innere Planeten. Und Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und früher auch noch Pluto sind die äußeren Planeten. Der Jupiter hat unglaubliche 67 Monde und natürlich ist Sailor Jupiters Schloss nach einem davon benannt, das Io Castle. Auch das Symbol ist natürlich wieder das offizielle Planetensymbol. Es soll Jupiters Blitz oder Adler darstellen, warum auch immer. Ich sehe da jetzt zwar keinen Blitz und keinen Adler, aber egal, ist auf jeden Fall so. So, werfen wir mal einen Blick auf Makotos Sternzeichen Schütze, welches natürlich auch zum Planeten Jupiter gehört. Schützen sollen optimistisch sein und begeistern sich für mehrere Dinge gleichzeitig. In Makotos Fall eventuell Jungs. Sie sollen auch ehrlich sein, was zu ihrem Namen passt. Aufrichtigkeit des Baumes. Sollte es jemand nicht wissen, Aufrichtigkeit ist das gleiche wie Ehrlichkeit. Und weil sie über ein starkes Gerechtigkeitsempfinden verfügen, setzen sie sich auch gerne mal für Schwächere ein oder sprechen Ungerechtigkeiten direkt an. Wow, also das passt wirklich gut zu Makoto. Ihre Blutgruppe 0 hatten wir zwar schon bei Usagi, aber ganz unpassend ist es auch nicht. Ich lese nochmal vor. Menschen mit Blutgruppe 0 sollen gesellig, extrovertierte und optimistische Menschen sein, die meist direkt und offen aussprechen, was sie denken. Sie zeichnen sich durch ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein aus. Das ist also ziemlich ähnlich wie die Eigenschaften vom Schützen und passt eigentlich schon einigermaßen gut zu Makoto.
So, das war's dann auch schon. Die nächsten Videos der Reihe werden vermutlich auch etwas kürzer. Darüber bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen froh, denn 2 Videos die Woche rausbringen oder gar 3 ist schon anstrengend. Aber trotzdem freue ich mich natürlich auch auf den Rest der Reihe. Als nächstes wird es dann um Sailor Venus gehen. Bis dahin sage ich Ciao, eure Sailor Cat.